Sie haben eine Liposuktion, also eine Fettabsaugung bei uns in der Praxisklinik am Rosengarten durchführen lassen oder planen diesen Eingriff bei uns. Da ist es natürlich wichtig, wie sieht eigentlich die Phase nach der Operation aus, was müssen Sie planen, was müssen Sie bedenken und generell, wie sind Abläufe. Wir haben natürlich aus jahrelangen Erfahrungen jetzt Fragen gesammelt, die sich immer wieder uns stellen, und diese Fragen, die möchte ich Ihnen heute in diesem Video einmal beantworten. Zunächst einmal ist es so, dass nach so einer Operation Patienten verwundert sind. Sie sind nämlich nicht verwundert, weil sie gärtenschlank sind, sondern sie sind verwundert, weil die Waage, wenn sie vorher 90 Kilo gesagt hat, oft danach auch noch 90 Kilo sagt. Das kann natürlich nicht sein, weil das Fett, das haben wir ja rausgenommen. Das Problem sind die Ödeme, die Schwellung, die Wassereinlagerung. Die treiben das Gewicht hoch, aber die gehen weg. Bitte nicht wundern, wenn Sie kurz nach der Operation sowohl keine Formveränderung als auch keine Gewichtsveränderung bemerken. Dieser Prozess braucht viele Wochen, bis er dann tatsächlich das endgültige Ergebnis zeigt. Was mir in den ersten Tagen am meisten geholfen hat, ist, dass mein Mann da war. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist. Es kommt natürlich darauf an. Ich habe eine sehr große Fläche abgesaugt bekommen und war dadurch schon sehr eingeschränkt. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jemand in den ersten Tagen da ist. In der ersten Phase nach der Operation kann es sein, in der Nacht bei uns oder zu Hause, dass aus den Wunden, die eigentlich mit Pflastern verklebt sind, aber immer noch kleineren Mengen Wasser austreten. Dieses Wasser wird ja bei der Fettabsaugung verwendet, um die Fettzellen aus ihrem Verbund zu lösen, bleibt im Körper und kann aus diesen kleinen Stellen dann noch austreten. Das alleine ist gar kein Grund zur Sorge. Auch super ist, wenn du Kissen hast zum Unterlegen, für ins Bett, einfach bei mir waren es immer die Knie hochlagern. Ich konnte die Füße nicht gerade lassen, ich habe da immer so komische Krämpfe gekriegt. Natürlich stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit meiner ganzen körperlichen Aktivität? Alltagsaktivität wie vielleicht mal einkaufen gehen, spazieren gehen. Was ist mit Sport oder etwas, sagen wir mal, Aktivitäten, die den Körper etwas mehr fordern? Da kann man keine pauschale Antwort geben, weil es ist natürlich was anderes, wenn ich den Oberarm absauge oder wenn ich Bauch, Flanken und Oberschenkel absauge. Wenn man es möchte, wenn man es kann, ist es immer super, weil jeder weiß, der Körper heilt. Besser, wenn man ein bisschen Bewegung hat, wenn der Kreislauf in Schwung kommt. Aber wenn es nicht geht, muss es halt auch nicht sein, die ersten Tage. Sport und so weiter sollte nach 2 bis 3 Wochen natürlich zunehmend möglich sein. Bitte aber mit uns besprechen, was für einen Sport Sie machen. Es ist ein Unterschied, ob Sie joggen, Fahrrad fahren oder beispielsweise nur ein bisschen hanteln. Das sollten wir dann auf Ihre individuellen Bedürfnisse hin ganz genau besprechen, damit da kein Fehler passiert. Nach der Operation bilden sich gerne Blutergüsse. Wir nennen diese Blutergüsse Hämatome. Und auch unter der Kompressionsware können die sich bilden. Das heißt, wenn Sie die Kompressionsware ausziehen, zum Beispiel zum Duschen, kann es sein, dass Sie auf einmal bemerken, hoppla, darunter sind ja riesen Hämatomflächen, also Blutergussflächen. Auch kein Grund zur Sorge, völlig normal. Es kann auch sein, dass diese Blutergüsse sich neben der Kompressionsware ansiedeln. Zum Beispiel Kompression des Bauches und der Flanken, und Sie finden diese Blutergüsse aber im Bereich der Oberschenkel. Bei Männern zum Beispiel sogar im Bereich der Intimzone und auch bei Frauen natürlich. Und das führt oft zu total großen Fragezeichen in den Augen, aber das ist nur ein Bluterguss, der nach einigen Tagen von selbst wieder verschwindet. Mein absoluter Tipp, ich habe mir bei Amazon für 9,95 glaube ich, so einen Rentnergreifer bestellt, weil ich einfach nirgendwo dran kam. Ich brauchte immer meinen Freund, und wenn ich auf dem Sofa gelegen habe und ich konnte mich nicht nach vorne beugen, ich konnte keine Sachen vom Boden aufheben, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Hack, dass man einfach nicht so viel auf andere angewiesen ist und tatsächlich irgendwo drankommt. Taubheitsgefühle in den behandelten Hautarealen. Also zum Beispiel, wenn wir nehmen wir als Beispiel, wir saugen den Bauch ab, dann kann es oft nach der Operation dazu kommen, dass diese Haut taub ist. Das liegt daran, dass wir durch die Liposuktion in der Schicht arbeiten, wo auch die kleinen Hautnerven verlaufen und diese Hautnerven kleine Irritationen erfahren. Dieses Gefühl in der Haut kommt wieder, aber das dauert ein bisschen und da braucht man ein bisschen Geduld. Das ist allerdings kein Grund zur Sorge, auch das geht von selber weg. Kompressionsware erhalten Sie ja von uns. Wir machen maßgefertigte Kompressionsware für Sie fertig und legen die auch direkt in der OP an. Wenn Sie nach Hause gehen, ist der Punkt schon einmal erledigt. Nach 1 bis 2 Tagen zu Hause können Sie natürlich auch gerne das erste Mal wieder duschen, dafür die Kompressionsware ablegen. Das kann auch mal zu einer Kreislaufschwäche führen, weil dann natürlich diese Kompression plötzlich wegfällt. Also es ist immer gut, wenn man da etwas Hilfe hat oder den Angehörigen Bescheid sagt, dass die ein Auge auf einen haben. Die Kompression nach dem Duschen bitte unbedingt wieder anlegen. Wenn Sie sich abtrocknen wollen, bitte nicht reiben mit dem Handtuch, sondern tupfen. Warum? Scherkräfte wollen wir generell vermeiden auf die Haut. Wir wollen ja, dass die Haut
anwächst. Und zum Anwachsen ist Druck gut, aber Scherkräfte sind schlecht. Und deshalb bitte unbedingt mit dem Handtuch tupfen, danach als erstes die Kompressionsware an, dann kann nichts passieren. Fragt nach in der Klinik oder besorgt euch ein zweites Set Kompressionswäsche, weil ihr kriegt die nach der Operation direkt an. Und klar, je nachdem, wie es halt nachblutet oder ob ihr Drainagen habt oder nicht, das Zeug wird sich halt vollsiffen und irgendwann wollt ihr duschen. Und ihr sollt die Sachen ja anhaben 24/7. Und deshalb wäre es gut, wenn ihr ein zweites Set hättet. Na gut, überzeugt. Also, wer ein zweites Mieder will, der soll es natürlich auch bekommen, uns einfach ansprechen. Wahrscheinlich ist es doch gar nicht so eine schlechte Lösung. Was mir komplett geholfen hat, war die Einnahme von Steinklee-Kapseln. Die nehme ich sowieso in meinem Alltag schon und habe die dann noch in doppelter Dosierung nach der Operation genommen, weil die unheimlich helfen, das Gewebe weich zu halten und auch zu entwässern. Ich habe die ersten 2 Tage richtige Michelin-Männchen-Hände gehabt. Ich hatte Hände wie ein kleiner, dicker Junge, habe ich erzählt. Und nach 2 Tagen war das komplett weg und meine Wassereinlagerungen auch, dank Steinklee. Schmerzmittel bekommen Sie ebenfalls von uns mit. In der Regel sind das sogenannte antiinflammatorische Schmerzmittel, wie zum Beispiel Ibuprofen, Paracetamol, Novalgin etc. bekommen Sie von uns mit, kümmern wir uns drum. Die Schmerzmittel haben nicht nur diesen schmerzstillenden Effekt, sondern sie haben auch einen antiinflammatorischen, also einen entzündungshemmenden und abschwellenden Effekt. Deswegen, selbst wenn Sie wenig Schmerzen nach einer Fettabsaugung haben, kann es sinnvoll sein, das Ibuprofen für etwa eine Woche zu nehmen, um den abschwellenden Effekt für sich zu nutzen. Ich habe nach der ersten Operation Lymphdrainagen gemacht. Das fand ich persönlich auch sehr gut und sehr hilfreich, auch wenn sie sehr wehtun am Anfang. Aber es regt halt die speziellen Körperregionen einfach nochmal an, um auch die Blutergüsse einfach abzubauen. Viele fragen uns auch Lymphdrainage nach Fettabsaugung. Da muss man ein ganz kleines bisschen was zu sagen. Wir sind wieder bei den Scherkräften. Wir wollen ja keine Scherkräfte, sondern Druckkräfte. Viele Lymphdrainagen passieren aber über Scherkräfte. Solange Sie mit Ihrer Lymphtherapeutin oder dem Lymphtherapeuten besprechen, dass Druck-Lymphdrainage gemacht wird, ist das Ganze kein Problem. Scherkräfte bitte wirklich für die 6 Wochen vermeiden. 10 bis 14 Tage nach der Operation entfernen wir die Fäden. Ja, wir gehören zu den Kliniken, die die Portale, also diese Einstichstellen, auch nähen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits Infektionsgefahr wird vermindert, andererseits tritt da nicht die ganze Zeit Flüssigkeit aus, was für die Patienten auch sehr irritierend und auch nicht sehr hygienisch ist. Das heißt, wir machen sogenannte kleine Einzelknopfnähte darüber und diese Nähte müssen nach 14 Tagen entfernt werden. Ergebnis. Das Thema Ergebnis ist natürlich ein Riesenthema. Ich sage immer, der Kopf ist schneller als der Körper. Die Biologie können Sie nicht austricksen. Patienten wollen nach 2-3 Wochen schon ein Ergebnis. Wir reden hier aber über 2-3 Monate und wenn man ehrlich ist, eigentlich über 6 Monate. Das heißt, bitte, bitte, bitte. Bitte eine entsprechende Geduld an den Tag legen und nicht Panik schieben nach 2-3 Wochen. Ja, da ist irgendwie was asymmetrisch. Diese kleinen Asymmetrien kommen unterwegs vor. Der Körper schwillt nicht gleichmäßig ab. Sie schlafen zum Beispiel immer auf der linken Seite. Dann schwillt das unterschiedlich ab, weil natürlich der Druck da ist, die Schwerkraft anders wirkt und so weiter. Wir bitten unsere Patienten wirklich eine Bewertung nach 3 Monaten vorzunehmen und wenn sie schlau sind, machen sie das nach 6 Monaten, weil dann ist der Körper auch wirklich so, dass das ganze Thema durch ist und man ein endgültiges Ergebnis überhaupt beurteilen kann. Sollten Sie eine individuelle Frage haben, bestimmte Sportarten, was ist mit Kleinkindern, was ist mit bestimmten Rahmenbedingungen, die bei Ihnen zu Hause eben vielleicht anders sind als das, was ich im Video gesagt habe, schreiben Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail, sprechen Sie uns an oder rufen Sie uns an. Wir sind immer gerne bereit, also auch Ihre Fragen individuell zu beantworten, damit die Planung gut ist und das Ergebnis durch eine vernünftige und gute Nachsorge nicht gefährdet wird. Herzlichen Dank, dass Sie das Video angeschaut haben und wenn Sie Fragen haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ciao, Ihr, Euer Timo Spanholz.